Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zur neuen DJI Mini 4 Pro, und zwar so ein kleines Tipps- und Tricks-Video für Anfänger. Das gibt's ja auch schon für die Mini 2 und die Mini 3 und das kam ja ziemlich gut an. Deswegen möchte ich euch heute einfach das Ganze für die Mini 4 Pro vorstellen. Ich hoffe, das Wetter hält jetzt hier, weil ich habe gestern schon den ersten Versuch unternommen. Da bin ich leider ein bisschen in den Regen gekommen. Jetzt windet es gerade ein bisschen arg. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem relativ gut verstehen. Ich lasse das Ganze jetzt mal starten und dann schauen wir mal, was wir da so hinbekommen. Ich starte für euch da auch mal die Bildschirmaufnahme, dass ihr den Bildschirm vom Controller sehen könnt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ihr müsst einfach von oben nach unten runterziehen. Dann habt ihr hier den Punkt Bildschirmaufzeichnung und könnt hiermit also den ganzen Bildschirm aufnehmen. Also jetzt mal hoch in die Luft. Dann kommen wir gleich mal zum ersten Tipp bzw. den ersten Hinweis. Und zwar findet ihr das komplette Einstellungsmenü oben rechts im Eck. Da seht ihr die 3 Punkte auf dem Bildschirm. Wenn ihr da drauf punktet, draufklickt, dann geht hier das ganze Menü auf. Und da habt ihr dann alle möglichen Einstellungspunkte. Und da beginnen wir doch gleich mal mit dem ersten Punkt, und zwar die Maßnahme zur Hindernisvermeidung. Die könnt ihr nämlich da konfigurieren. Ihr habt da 3 Möglichkeiten zur Auswahl, und zwar einmal die Umleitung. Da versucht die Mini dann um das Hindernis rumzufliegen. Also wenn sie irgendwie automatisiert fliegt oder ihr fliegt, dann versucht sie da eben auszuweichen. Standardmäßig ist das Ganze auf Bremsen eingestellt. Bei Bremsen bleibt die Mini einfach nur stehen und schwebt. Bei Aus habt ihr gar keine Hindernisvermeidung und da fliegt das Ganze dann also direkt in euer Hindernis rein. Ihr solltet diesen Punkt dann also vermeiden. Geht da einfach auf Bremsen. Das ist so mein Tipp für euch, was ihr da einstellen könnt. Und zum nächsten Punkt. Die Mini hat ja so eine automatische Rückkehrfunktion. Ihr findet das Ganze unter Rückkehrfunktion im Menü unter Sicherheit. Da gibt es den Punkt verbesserte Rückkehr. Ihr könnt hier entweder optimal oder voreingestellt auswählen. Bei Optimal versucht die Mini so ein bisschen selber den Rückweg zu finden. Sie hat ja alle möglichen Sensoren ringsrum und da versucht sie einfach allem auszuweichen und so weiter. Bei Voreingestellt habt ihr so gesehen die Einstellungen, wie sie auch schon die alten Drohnen hatten. Das heißt, ihr habt hier eine automatische Rückkehrhöhe. Wenn ihr einen Signalverlust habt oder die Drohne eben per automatischem RTH nach Hause holt, dann geht sie zuerst auf die eingestellte Rückkehrhöhe, fliegt an den Punkt zurück und landet dann. Also ich würde das Ganze eigentlich auch voreingestellt lassen, weil das ist einfach vielleicht ein bisschen sicherer. Sie geht auf die Höhe, die ihr einstellt, also wahrscheinlich die 100 Meter. Da kommt sie dann eigentlich überall drüber, wo ihr so unterwegs seid, und fliegt dann einfach zurück, ohne dass da ein Hindernis im Weg sein kann. Weil wenn ihr das Ganze auf Optimal habt, kann es ja immer sein, dass durch irgendeinen dummen Zufall das Ding vielleicht doch irgendwo reinfliegt. Ihr habt hier dann auch noch die Möglichkeit, den Startpunkt zu aktualisieren, und das Ganze solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn es die Drohne nicht schon automatisch gemacht hat, weil wenn es zum Signalverlust kommt oder RTH eingeschaltet wird, dann fliegt die natürlich zu dem vorgegebenen Startpunkt zurück, und der sollte dann natürlich bei euch in der Nähe sein. Ihr könnt hier dann auch noch Einstellungen zur Flugsicherheit und der Flughöhe vorgeben. Das heißt, eine maximale Flughöhe festlegen. Die ist ja bei uns gesetzlich begrenzt, deswegen ihr könnt hier theoretisch auf 500 Meter hochgehen, solltet das aber natürlich lassen und das Ganze vielleicht auf 100 oder 120 Meter einstellen. Genauso habt ihr eine maximale Flugdistanz, welche ihr einstellen könnt. Die steht auf keiner Limitierung. Das heißt, ihr könnt theoretisch so weit fliegen, wie das Ding Reichweite hat, und das ist schon ziemlich viel. Ihr müsst natürlich gesetzlich immer die Drohne im Blick haben und könnt deswegen nicht ganz so weit wegfliegen. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier dann noch einstellen. Ganz unten unter erweiterter Sicherheitseinstellungen findet ihr dann noch den Punkt Signalverlust, und zwar das Verhalten bei Signalverlust. Das heißt, ihr könnt da 3 verschiedene Aktionen auswählen, wenn ihr die Verbindung zur Drohne doch irgendwie mal verlieren solltet. Und zwar habt ihr hier einfach den Modus Rückkehr. Da wird die Drohne, wie schon vorhin konfiguriert, auf RTH gehen. Also sie macht den Return to Home automatisch, geht da also, wenn ihr es eingestellt habt, auf die passende Höhe und fliegt zu eurem Startpunkt, den ihr hoffentlich passend eingestellt habt, dann auch wieder zurück. Bei Sinkflug wird die Drohne einfach anfangen zu sinken, und vielleicht habt ihr da dann auch schon das Glück, wieder in Signalreichweite zu kommen. Beim Schwebeflug ist es einfach so, dass die Drohne einfach stehen bleibt. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr zum Beispiel raus aufs Meer fliegt und hier Schwebeflug eingestellt habt und ihr verliert die Verbindung, dann habt ihr da natürlich nichts davon, weil das Ding ist ja draußen auf dem Meer und ihr kommt da gar nicht hin. Das heißt, ihr müsstet euch vielleicht ein Boot mieten oder so in der Zeit, wo die Drohne noch einen Akku hat. Und ja,
zur Drohne hinfahren. Das ist natürlich ziemlich doof, deswegen solltet ihr euch vor Start schon Gedanken drüber machen, was da die beste Einstellung für euch ist. Ich habe das Ganze eigentlich auf Rückkehr eingestellt und bin damit auch sehr zufrieden. Das heißt, wenn ihr das Signal verliert, dann kommt sie automatisch zurück und die Chance ist sehr gut, dass ihr auf dem Rückweg wieder eine Verbindung zur Drohne bekommt und das Ganze wieder von selbst steuern könnt. So, und wenn wir jetzt mal da ein bisschen mit rumfliegen, dann sehen wir ja hier schon, ihr habt hier die Geschwindigkeitsanzeige in Meter pro Sekunde. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch noch festlegen. Geht dazu wieder in das Menü oben unter Steuerung. Hier findet ihr gleich den Punkt Einheiten. Und hier könnt ihr die Einheiten dann auf metrisch km stellen. Kilometer. Und dann seht ihr, die Geschwindigkeit wird euch jetzt in Kilometer pro Stunde angezeigt, sodass ihr wie üblich die Geschwindigkeit eben richtig bewerten könnt. Im Steuerungsmenü habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, eine Feineinstellung von eurer Fernbedienung zu machen und auch vom Gimbal. Das heißt, ihr könnt hier unter Gain und Expo Feinabstimmung einfach die ganzen Raten einstellen und ihr habt ganz unten auch die Empfindlichkeit vom Gimbal. Das ist ein bisschen wichtiger, wenn ihr dann cinematische Aufnahmen machen wollt und den Gimbal vielleicht doch ein bisschen langsamer oder schneller bewegen wollt. Das Ganze könnt ihr hier festlegen. Weiter unten findet ihr dann auch noch die Tastenbelegung ändern Funktion. Hier könnt ihr nämlich alle Tasten auf eurer Fernbedienung selber belegen und da vielleicht eigene Funktionen hinterlegen. Ihr habt hier also alle Tasten auf der Fernbedienung angezeigt und könnt hier einfach dann auswählen, ob ihr das Ganze dann vielleicht für euch passend ändern wollt. Und wenn wir dann gerade so ein bisschen bei der Steuerung sind, dann zeige ich euch noch kurz ein bisschen was. Und zwar, ihr habt ja die Rädchen an der Fernbedienung, wo ihr den Gimbal steuern könnt. Ihr könnt das Ganze auch aber über Touch auf dem Display direkt machen. Ihr müsst dazu einfach aufs Display touchen und den Finger nach oben oder unten bewegen. Dann könnt ihr so auch den Gimbal steuern. Andere Drohnen bieten da auch noch die Möglichkeit, den Gimbal nach rechts und links zu bewegen. Das geht bei der Mini 4 Pro leider nicht. Dieselbe Funktion über Touch habt ihr dann auch noch für den Zoom. Wenn ihr da nämlich auf den Zoom-Knopf geht, und einmal drauf drückt, dann schaltet die Mini hier ja durch den Zoom durch. Wenn ihr da jetzt aber auf diesen Button drückt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, über den Touchbildschirm zu zoomen. Das ist manchmal sehr angenehm, weil über das Rädchen geht es natürlich auch. Ihr seid aber über den Touchbildschirm sehr viel schneller. Und wenn wir dann gerade ein bisschen hier bei der Übersicht sind, dann zeige ich euch noch kurz ein paar Funktionen, welche ihr hier ein bisschen versteckt habt. Und zwar könnt ihr, wenn ihr hier oben auf die Prozentanzeige der Batterie drückt, sehen, wie lang verschiedene Zeiten noch bis zu einem Event sind. Das heißt, wir haben hier jetzt 18 Minuten bis zur Rückkehr, 21 Minuten bis zur Notlandung und 24 Minuten, bis der Akku dann wirklich leer ist. Das gibt euch einfach so ein bisschen mehr Informationen über eure Drohne und den Akkuzustand, sodass ihr einfach besser bewerten könnt, wie lange ihr jetzt noch fliegen könnt. Ihr habt da oben auch noch die Informationen über die Satelliten. Wenn ihr hier draufklickt, seht ihr, das Satellitensignal ist stark mit 29 Satelliten. Und auch beim Fernsteuerungssignal könnt ihr das Ganze hier sehen. Da ist jetzt das Signal auch gerade stark. Ihr könnt aber auch noch erweiterte Akkuinformationen abrufen. Geht dazu wieder ins Menü unter Sicherheit. Und hier findet ihr den Punkt Akku, Akkuinfo. Wenn ihr hier drauf geht, dann seht ihr den Akkuzellenstatus. Das heißt, ihr könnt die Spannungen ablesen, die Akkuspannung insgesamt, die Akkutemperatur, was manchmal auch ein bisschen wichtig ist, weil die Drohne kann natürlich bei Übertemperatur abschalten. Und ihr seht die Seriennummer und die Anzahl der Ladezyklen der Akkus. Das ist wichtiger, wenn ihr die Drohne zum Beispiel verkaufen wollt. Das interessiert den einen oder anderen, wie oft ihr schon geflogen seid, wie viel Zyklen der Akku schon durchgemacht hat. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr hier ablesen. Und dann kommen wir jetzt mal zu ein paar Einstellungen, die die Kamera betreffen. Ihr habt ja die Möglichkeit, hier Bilder aufzunehmen und das Ganze in verschiedenen Aufnahmequalitäten durchzuführen. Ich beende hier jetzt gerade mal die Videoaufnahme und gehe in den Fotomodus, sodass ich euch das Ganze einfach mal zeigen kann. Standardmäßig nehmt ihr Bilder nämlich nur im JPEG-Format auf und auch nicht in der vollen Auflösung. Das Ganze könnt ihr natürlich ändern, entweder auf dem Bildschirm selber unten auf Format drücken. Da findet ihr schon den Punkt RAW. Da werden die Bilder dann im RAW-Format aufgenommen oder auf JPEG mit RAW. Da werden dann zwei Bilder gleichzeitig aufgenommen. So könnt ihr ein JPEG-Bild haben, was ihr gleich verwenden könnt, oder ein RAW-Bild, wo ihr dann nachher einfach ein bisschen besser bearbeiten könnt. Das Ganze könnt ihr aber auch im Menü einstellen. Geht dazu oben ins Menü auf Kamera. Dort findet ihr als erstes den Punkt Format. Und wie gesagt, könnt ihr hier zwischen JPEG RAW und JPEG RAW
umswitchen und ihr könnt das Bildformat ändern. Das geht von 16:9 auch auf 4:3 und 4:3 müsste, glaube ich, die Standardeinstellung sein und das empfehle ich euch auch einfach für die Bilder, weil ihr bekommt da einfach mehr Informationen aufs Bild. Bei 16:9 wird euch oben und unten immer ein bisschen was abgeschnitten. Und hier seht ihr dann auch schon den Punkt Auflösung. Der ist standardmäßig auf 12 Megapixel eingestellt. Wenn ihr aber die volle Auflösung vom Sensor haben wollt, dann solltet ihr das hier auf 48 Megapixel umstellen. Und das Ganze wirkt jetzt auf alle Bilder. Bei der Mini 3 und vorher war das ja so eine einzelne Einstellung mit dem 48 Megapixel Modus bei den Bildern. Das ist jetzt nicht mehr so. Und wenn wir hier gerade im Menü sind, dann findet ihr hier auch noch den Punkt Histogramm. Und das Histogramm ist gar nicht mal so unwichtig, wenn ihr euer Bild mit der Helligkeit richtig bewerten wollt. Das ist im Automatikmodus jetzt natürlich nicht unbedingt so schwierig, weil die Kamera da ja eigentlich alles selber vornimmt. Ihr habt aber auch noch einen Pro-Modus, den findet ihr unten rechts, wo ihr dann alle Einstellungen selber vornehmen könnt. Und da geht es los vom Weißabgleich über die ISO und wie ihr hier jetzt schon seht, gehen wir hier mal auf ISO 800, dann seht ihr am Histogramm schon, dass das Ganze schon überbelichtet ist. Ihr könnt also mit dem Histogramm die Belichtung einfach viel besser vornehmen. Wie gesagt, ihr findet das Ganze im Kameramenü, könnt es da an- und ausschalten. Dort findet ihr auch die Überbelichtungswarnung. Und die Überbelichtungswarnung seht ihr jetzt hier im Bild. Das ist einfach eine Anzeige, die zeigt euch ein Zebra an, wann das Bild in einem gewissen Bereich überbelichtet ist. Wir schauen jetzt einfach mal hier in die Wolken und stellen das Ganze mal aus dem Automodus raus. Und dann sehen wir hier, die Wolken sind jetzt hier überbelichtet. Das heißt, ihr seid da einfach an der Grenze von der Helligkeit. Das ist schon wirklich hell und alles, was zu hell ist, wird euch da dann einfach schraffiert angezeigt. Wie gesagt, im Automodus, wenn ihr das anguckt, seht ihr, die Drohne regelt das eigentlich runter. Da ist das Ganze nicht so wichtig. Wenn ihr aber im Pro-Modus seid, dann habt ihr hier einfach den Vorteil, dass ihr eure Belichtung ein bisschen besser bewerten könnt. Die könnt ihr hier dann auch wieder ausschalten. Im selben Menü findet ihr dann auch noch den Punkt Gitterlinien. Und hier könnt ihr 3 verschiedene Gitterlinien bzw. 2 verschiedene Gitterlinien und den Mittelpunkt anzeigen lassen. Und dann wird euch das Ganze hier im Bildschirm so ein bisschen angezeigt und ihr könnt einfach euer Bild besser komponieren. Das heißt, die Drittelregel beachten und so weiter und da einfach ein bisschen besser alles einschätzen. Ich empfehle euch da einfach die Linien anzeigen zu lassen, weil ihr habt da eigentlich nur Vorteile davon. Ich habe euch ja gerade schon kurz gezeigt, wie ihr die Belichtung einstellen könnt, also die Verschlusszeit und auch die ISO und den Weißabgleich. Ich will es euch jetzt nur noch mal detailliert zeigen. Geht da unten auf den Punkt Pro und dann könnt ihr da drauf drücken und es öffnet sich das Menü, wo ihr alles einstellen könnt. Ihr habt also die Möglichkeit, die ISO automatisch oder eben von Hand einzustellen. Den Verschluss könnt ihr entweder auf Auto lassen oder das Ganze manuell einstellen. Ihr könnt hier also die Belichtungszeit einfach ändern. Und ihr habt im anderen Menü noch die Möglichkeit, den Weißabgleich einzustellen. Wenn ihr also euer Bild ein bisschen wärmer oder kälter haben wollt, dann könnt ihr das hier manuell festlegen und könnt so ein bisschen mit der Sonne bzw. mit dem Licht spielen und da einfach einen passenden Look für euch generieren. Klar ist das für Foto schon mal eine Sache, wichtiger ist das Ganze aber im Videomodus, weil hier wollt ihr vielleicht verhindern, dass im Video während der Aufnahme, ich gehe jetzt hier einfach mal in den Automodus, damit ihr das Ganze mal sehen könnt. Im Videomodus habt ihr bei der Aufnahme ja manchmal so ein bisschen die verschiedenen Helligkeitseinstellungen. Das heißt, die Drohne ändert die Helligkeit ungewollt. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel in die Sonne gehe, dann wird das Bild natürlich dunkler. Wenn ich jetzt gleich wieder nach unten schwenke, dann habt ihr hier erst einen kurzen Moment, wo die Drohne wieder die Belichtungszeit anpasst. Das wollt ihr natürlich verhindern, dass die Drohne während der Aufnahme von euch in einem Shot andauernd die Belichtung ändert. Und deswegen könnt ihr hier natürlich auch wieder in den Pro-Modus gehen und hier alles von Hand festlegen. Und das hat einfach den Vorteil, dass ihr die ganzen Werte manuell festlegen könnt. Wir gehen jetzt hier mal im Weißabgleich auf Auto, lassen den dann wieder auf manuell, gehen hier von der Belichtungszeit hoch und jetzt seht ihr, wenn ich schwenke, die Drohne verändert einfach die Belichtung nicht mehr. Das heißt, ihr habt einen flüssigen Übergang in eurem Video und es schwankt nicht die ganze Zeit so hin und her. Deswegen macht das Ganze im Videomodus auf jeden Fall mehr Sinn. Und im Videomodus habt ihr dann noch die Möglichkeit, das Ganze in D-Log-M aufzunehmen. D-Log-M ist ein flacheres Profil. Wenn ihr das Video im Nachhinein noch bearbeiten wollt, dann habt ihr dort einfach eine höhere Dynamik und könnt da so also den Dynamikbereich von dunkel zu hell besser einstellen. Einstellen könnt ihr das Ganze im Menü unter Kamera bei Farbe.
Da habt ihr die Möglichkeit normal, HLG oder eben D-Log M auszuwählen. Und wenn ihr jetzt mal aufs Bild guckt, dann seht ihr, das Bild ist ziemlich gräulich. Das liegt einfach daran, dass es ein relativ flaches Farbprofil ist. Ihr könnt euch da ein bisschen Hilfe anschaffen, indem ihr den Farbanzeigeassistent aktiviert. Dann erscheint das Bild wieder relativ normal. Euer abgespeichertes Video in der Drohne selber ist natürlich trotzdem als D-Log M gespeichert mit dem flachen Profil, eben besser für die Bearbeitung. Wenn ihr damit aber nichts anfangen könnt, dann stellt das Ganze wieder auf normal und ihr könnt da so einfach die Videos aufnehmen. Und wenn ihr dann ein paar Einstellungen vermisst hier bei der Auswahl, dann scrollt einfach mal ein bisschen, weil das Ganze sieht man nicht direkt so. Ihr könnt aber hier einfach durch Touch und nach oben und unten alle Modi auswählen, welche die Drohne euch so bietet. Wichtig, damit ihr da dann auch alle Auswahlmöglichkeiten habt, muss auf jeden Fall eine Speicherkarte in der Drohne sein, sonst könnt ihr diverse Sachen da nicht ausführen. Und dann kommen wir noch zu zwei wichtigen Punkten, und zwar, falls ihr die Drohne mal irgendwo verloren habt, könnt ihr euch da ein bisschen helfen lassen. Ihr habt im Menü, wenn ihr da zurückgeht, die Möglichkeit, im Profil auf meine Drohne finden zu gehen. Und dann könnt ihr die Drohne piepen und blinken lassen. Und da macht sie dann einen Ton und ihr findet die vielleicht im Gebüsch besser. Das geht natürlich nur so lange, wie die Drohne an ist, ihr eine Verbindung zum Controller habt und eben der Akku auch einen gewissen Stand noch hat. Ihr könnt euch da ebenso auf der Karte anzeigen lassen, wo sich die Drohne theoretisch befindet, zumindest bis der Controller das letzte Mal eine Verbindung dazu hatte. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, und zwar die Spracheinstellung. Falls ihr zum Beispiel das Ganze gebraucht gekauft habt oder die Sprache versehentlich falsch eingestellt habt, dann könnt ihr das Ganze umstellen. Geht dazu ins Controller-Menü. Ihr müsst da das Menü von oben rechts einfach runterziehen und ihr habt oben rechts im Eck dann dieses kleine Symbol für die Einstellung. Und hier findet ihr dann den Punkt ganz unten unter System. Und da könnt ihr die Sprache dann einstellen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, zwischen sehr vielen Sprachen auszuwählen und ihr legt da dann die Controller-Sprache fest und über diese Sprache wird dann auch euer gesamtes Menü bzw. eure gesamte Fly-App eingestellt. So, das war es dann jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, es ging von den Windgeräuschen her und ich hoffe auch, das Video hat euch vielleicht das eine oder andere noch beibringen können. Wenn es denn so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.